Hallo. Wir sind hier ganz unter uns. Ja, ein bisschen. ZIMT steht für Zentrum für immersive Medienkunst, Musik und Technologie. Mit dem Namen haben wir eigentlich schon von Anfang an den Grundstein für das ZIMT, für diesen Ort gelegt. Unser Kern ist ja 3D-Audio als Technologie und als Format. Und dann erkläre ich immer so, 3D-Audio bedeutet, wir haben einen Saal mit 32 Lautsprechern und jeden Lautsprecher kann man individuell ansteuern. Es ist ein Raum, was immersive Kunst und immersive Kunstformen erlebbar macht. Aber darüber hinaus auch verknüpft mit vielen anderen Möglichkeiten so der medialen Kunst. Es ist die Schnittstelle von Kunst und Technologie, von Kunst und Wissenschaft. Also inzwischen haben wir eben Möglichkeiten der Surround-Video-Projektion, des Publikumstrackings. Nicht mehr nur Fokus Spatial Audio oder 3D-Audio, sondern sind hier ein Ort für ganz viele Formate und Genres, also von Tanz über Theater bis zu Ausstellungen, audiovisuelle Kunst. Für mich ist das ZIMT auf der einen Seite ein Aufführungsort, aber es ist auf jeden Fall auch ein Ort, in dem sehr viel experimentiert wird, in dem geforscht wird, neue Technologien, neue Formate, neue Aufführungspraxisen erprobt werden und auch Wissen geteilt wird. Und das alles im Kontext von sowohl Musik und Sound als auch anderen Medienkunstpraxisen. Das ZIMT ist immer auch eine Plattform. Es gibt anderen Kunstformaten halt eben auch diesen Raum, etwas Neues zu entwickeln und vielleicht auch Dinge anzuwenden, die vielleicht im Konzept irgendwie schon so drin waren, aber hier in dem Raum sich nochmal anders entwickeln können. Ein Stück weit das, was Kino eben auch ausmacht, dieses Immersive, dass man da eben eintaucht und nicht mehr merkt, dass man eigentlich im Kino ist, wird eben auch viel vom Sound beeinflusst. Und da ist immer die Leinwand im Vordergrund. Aber bei uns ist es eben auch so ein Stück weit ein Hörkino, wo viele Leute bei Konzerten eben auch die Augen schließen und halt diese Konzerte mit geschlossenen Augen erfahren. Für mich ist es auch ein Ort der Begegnung. Dadurch, dass wir so viele Konzerte haben mit Leuten, die von überall aus der Welt kommen. Und wir haben ja auch viele Residencies, das heißt, die Leute sind nicht nur für einen Abend da, sondern auch für mehrere Tage. Ja, 5 Jahre ist auf jeden Fall eine lange Reise. Also auf der einen Seite ist die Zeit mega schnell vergangen, auf der anderen Seite ist extrem viel passiert hier in der Zeit. Von einer rohen, entkernten Lagerhalle sozusagen bis zu dem, was wir jetzt hier daraus gemacht haben. So, hier war irgendwie alles schwarz in meiner Erinnerung mit diesen alten Akten und mit diesen dreckigen Böden und dreckigen Wänden. Wir haben jede Steckdose selbst verlegt, jedes Heizungsrohr hier zusammengepresst und wir sind ja immer noch nicht fertig mit Bauen.
Es gibt ja immer irgendwas zu bauen. Und es kommt immer neue Sachen dazu, Sachen werden wieder umgebaut und das ist ein toller Prozess. Ein wichtiges Merkmal vom Zimt ist, und wodurch sich vielleicht das Zimt auch unterscheidet von anderen ähnlichen Institutionen und Orten, ist, dass wir versuchen, ein sehr niederschwelliges Angebot zu machen, in dem sich viele gesehen fühlen, in dem viele das Gefühl haben, nicht nur als Konsumentinnen dabei zu sein, sondern eben auch irgendwie hands-on mit den Techniken, den Medien, die wir hier bereitstellen, umzugehen. Für mich war eigentlich immer ausschlaggebend, dass es einen Ort wie unseren mit diesen technischen Möglichkeiten und auch mit einem 3D-Soundsystem, was wir hier ja so als Kern, als Herz am Anfang schon eingebaut haben, gibt es meines Wissens nach außerhalb so eines größeren institutionellen oder akademischen Kontextes nicht. Und ich selber hatte das Privileg, an einer Musikhochschule studieren zu dürfen, wo wir extrem gute technische Voraussetzungen vorgefunden haben, aber ja, es gibt einfach so viele MusikerInnen und KünstlerInnen, die aus anderen Kontexten kommen, eher so kulturellen Kontexten und nicht Zugang zu solchen Technologien haben, aber wenn sie damit arbeiten, extrem spannendes Zeug machen. Und für mich war das auf jeden Fall immer so eine Hauptmotivation, einen Ort zu schaffen, der ja, außerhalb eines akademischen, außerhalb eines institutionellen Kontextes stattfindet und Raum schafft für MusikerInnen und KünstlerInnen aus allen möglichen Bereichen. Für mich war damals einfach, es gab ganz wenig Orte oder gibt immer noch nicht so viele Orte, in denen man so niedrigschwellig Sachen ausprobieren kann, dann auch aufführen kann und eben mit so neuen Technologien arbeiten kann. Und speziell eben auf Audiotechnologien war das für mich so ein Ort, der einfach gefehlt hat. Und zwar nicht nur in Sachsen oder Mitteldeutschland, sondern auch bundesweit und fast schon europaweit. Aber den Raum einerseits zu haben, war das eine, ihn künstlerisch zu befüllen, war eben das andere. Und da war dann halt wirklich sehr viel ja, kuratorische Leistung notwendig. Was quasi ja, neben dem Künstlerischen hier auch eine große Rolle spielt, die Technologie nicht nur einzusetzen, sondern auch mitzuentwickeln. Wir entwickeln hier auch selber Software, wir entwickeln selber Hardware, wir entwickeln ja, neue künstlerische Ansätze und sammeln natürlich auch durch unsere Erfahrung verschiedene Möglichkeiten, mit diesen technischen Gegebenheiten hier umzugehen und zu produzieren. Und deswegen ja, war das für mich was dringend Nötiges, so einen Ort aufzubauen und jetzt eben auch an Netzwerken zu arbeiten, wie Spatial Audio Network Europe, um das Ganze quasi europaweit zu vernetzen. Wir haben das Spatial Audio Network Europe mitgegründet und das war eine Initiative, die ging maßgeblich von uns aus. Das hatte viel damit zu tun, dass wir uns eben viel vernetzt haben und mit anderen 3D-Audio-Venues auch und eben gesehen haben, da gibt es diesen Bedarf, der ist halt eigentlich voll da, dass man als Netzwerk auftritt. Eine Herausforderung ist, dass es halt immer weitergehen muss und wir immer wieder aufs Neue überlegen müssen, wie schaffen wir es, uns zu finanzieren, wie schaffen wir es, unsere Miete zu bezahlen. Was für mich eigentlich das Wichtigste hier ist, dass es unabhängig bleibt von kommerziellen Nutzungsformen, dass wir nicht hier das zweckentfremdet vermieten müssen, um Geld einzunehmen, um unsere Kulturarbeit hier weitermachen zu können. Weil ab dem Moment, denke ich, geht immer ein gewisser Teil der
Authentizität und auch des Spirits von so einem Ort verloren. Also wir sind auch darauf angewiesen, dass Leute hierher kommen, das hier erfahren und dann hoffentlich ein positives Erlebnis haben und dieses dann weitererzählen, weil es für uns dann teilweise viel mehr wert ist, als wenn wir immer mit diesen Schlagworten immersiv und Spatial Audio und diese ganzen Buzzwords halt irgendwie bringen. Die größte Herausforderung, denke ich mal, ist immer noch, und das klingt jetzt natürlich ein bisschen klischeemäßig, aber wir sind in Ostdeutschland. Also die Strukturschwäche dieser Region, die ist selbst jetzt nach 35 Jahren Wiedervereinigung immer noch spürbar. Und gerade wenn man im künstlerischen Bereich unterwegs ist, da gibt es nicht so viele Institutionen, die halt sowas machen, was wir hier machen, weswegen das dann auch oft so ist, dass dann halt ein Verständnis auch dafür fehlt, was wir hier eigentlich machen. In Leipzig, sage ich mal, ist, was das angeht, immer auch noch eine ziemliche Blase neben Berlin. Wir müssen auch darum bangen, wie die politischen Entwicklungen in Deutschland Auswirkungen auf die Förderlandschaft haben etc. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung und wir haben hier auch regelmäßig Situationen gehabt in den letzten Jahren, wo wir bis zur Mitte des Jahres noch nicht wussten, ob wir am Ende des Jahres mit 20.000 € im Minus sind, was wir als Privatpersonen hätten tilgen müssen. Und das ist auch immer ein finanzielles Risiko. Und das hat mir jetzt schon manchmal auch schlaflose Nächte bereitet, dass ich so dachte, pui, was ist jetzt, wenn diese Finanzierungslücke nicht gedeckt wird? Und bis jetzt hat es Gott sei Dank immer irgendwie geklappt. Und deswegen war das für uns ein ganz wichtiger und großer Schritt, dass wir das ZIMT zusammen mit dem gesamten Konto 80, also mit dem gesamten Kreativhof, als Genossenschaft gekauft haben. Dann wir jetzt nicht warten wollten, bis irgendein Investor kommt und sich diese Immobilie unter den Nagel reißt. Und das war ein sehr herausfordernder, auch sehr langwieriger Prozess. Also wir haben da irgendwie 3 Jahre an diesem Kauf gearbeitet und haben das jetzt im Dezember letzten Jahres offiziell gekauft und damit sichergestellt, dass das ZIMT hier für immer bleiben kann. Wir versuchen auf einem Level zu spielen, wo wir internationale KünstlerInnen ranholen, die vielleicht in ganz großen Häusern spielen, die dann vergleichbar sind, eher wie so Oper, Gewandhaus oder sowas halt. Aber hier ist es halt so der Leipziger Osten. Und über diese Wahrnehmung muss man erstmal sozusagen darüber hinaus muss man erstmal kommen, so. Also immer noch der Leipziger Osten zu sein, so in Ostdeutschland ist auf jeden Fall eine der größten Herausforderungen. Und ich habe aber immer das Gefühl, als ob, wenn wir hier sind im ZIMT, spielt das halt überhaupt keine Rolle. Da sind wir irgendwie gefühlt überall auf der Welt. Highlights sind immer die Momente, in denen man merkt, dass es nicht um die Technik geht und nicht um das besondere Equipment, was wir hier haben, sondern um die Art und Weise, wie die Künstlerinnen und Künstler damit umgehen und teilweise Erfahrungen schaffen, die weit über das rein Technische hinausgehen und das künstlerische Potenzial wirklich ausschöpfen und neue Dinge damit machen. Ja, also das Sense Festival hat sich auf jeden Fall zu einem richtigen Highlight, zu einem richtig jährlichen Highlight entwickelt für mich.
Das ist ja ursprünglich aus einem Immersive Sound Festival entstanden, was wir gemacht haben. Da war noch Corona. Das war auch sehr interessant. Also es ist immer so ein bisschen in Vergessenheit, diese allerersten Sachen. Die gibt es aber zum Glück halt eben auch auf YouTube und eben in dem Archiv. Dann aber eben auf alle Sinne übergesprungen und das ist auf jeden Fall, das macht dieses Jahr mega Spaß. Mein Highlight ist An Abyss von Philipp Rumsch. Das war ein Tanzprojekt und ich war überrascht, wie das war. Also ich hätte nicht damit gerechnet, ich war drin und man hatte keine Stühle, man saß halt so oder hockte so am Boden oder stand irgendwie. Man war halt so mitten im Stück und natürlich unsere Weihnachtsfeiern. Hätte ich mich auf dieses Interview vorbereitet, hätte ich mich vielleicht auch auf diese Frage vorbereitet. Sehr naheliegend. Vom Programm finde ich es wirklich sehr schwierig zu sagen, weil ich denke, da vergesse ich jetzt auch ganz viele. Ja, absolut krass waren wie Mariam Najaschwili oder halt auch Thomas Ankersmit. Ein Musiker, den ich wirklich bewundere und wo ich auch, das ist jetzt schon ein paar Jahre her und wo ich einfach dachte, wie toll ist das, dass wir einen Ort haben, in dem wir auch wirklich solche Leute, die wir schon lange, lange verfolgen, einladen können und mit denen hier ein tolles Konzert auf die Beine stellen können. Ja, es gab einige Highlights und vor allen Dingen halt auch die Thinktanks, die wir gemacht haben. Zum Beispiel letztes Jahr auch mit dem Spatial Audio Network, wo hier 30 Expertinnen aus dem Bereich da waren und wir halt nur über so Workflows und künstlerische Produktion irgendwie gesprochen haben und uns auf in so einem super nischigen Thema halt ausgetauscht haben. Und das ist dann immer toll, dass man auch einladen kann, also dass wir nicht nur immer irgendwo hinfahren zu einer Konferenz, sondern dass wir eben hier auch die Möglichkeit haben, auch einzuladen. Anderes Beispiel ist, dass wir Robin Minar letztes Jahr einladen konnten. Das ist eine sehr prägende Person für mich und Martin auch gewesen, weil wir bei ihm studiert haben. Also er war unser Kompositionsprofessor in Weimar viele Jahre und sehr einflussreich für unser Leben. Und ihn jetzt nach einigen Jahren, wo wir nicht mehr an der Hochschule sind, mit einer wirklich tollen Klanginstallation hier einladen zu können, das war wirklich auch sehr besonders. Ab und zu habe ich auch selber hier Dinge getestet und hatte hier tolle Momente, wo ich dann verschiedene Soundquellen an meinen Arm gelegt habe und dann hat sich das so ein bisschen wie so Superpowers angefühlt, als ob ich dann so mit dem Arm habe ich dann die Soundquellen so verschoben und dann so und dann flogen dann sozusagen die Sounds so durch den Raum. Ja, also es gibt schon immer wieder so Momente, wo Menschen auf uns zukommen und also einfach sagen, wie toll sie das finden, dass es so einen Ort hier in der Stadt gibt. Also wo man so richtig merkt, dass die Arbeit hier halt was bewirkt und irgendwie was bewegt und tatsächlich auch so funktioniert vielleicht, wie unsere Vision, an der wir die ganze Zeit arbeiten. Habe ich jetzt zum Beispiel was im Kopf zu unserem AV-Lab. Dass es wirklich toll ist, wie Menschen manchmal davon inspiriert sind und einfach neue Inputs bekommen und dann anfangen auf einmal an irgendwas Neuem zu arbeiten. Da zu sehen,
was für unterschiedliche Leute da hinkommen und teilweise auch, wie weit die Leute reisen, um hier an diesem halbtägigen Workshop teilzunehmen. Also es kommen Leute aus ganz Deutschland, reisen für einen bestimmten Termin dann hier an, weil das Angebot so einzigartig ist. Ja, für mich persönlich ist es hier quasi mein zweites Zuhause. Also das ZIMT ist auf jeden Fall für mich ein Herzensprojekt und wir sind einfach ein Team, das jetzt seit 5 Jahren, oder? Das ist das 5-jährige Jubiläum. Seit 5 Jahren einfach extrem gut zusammenarbeitet und es funktioniert und ich finde, wir haben wirklich ein tolles Team und es ist immer wieder auch ein bisschen überwältigend, was wir eigentlich so in den letzten 5 Jahren auf die Beine gestellt haben und wie es weiterhin wächst. Das ist auf jeden Fall wie eine kleine Family hier und es ist schön, wie es sich weiterentwickelt. Mittlerweile sind wir ja fast 16 oder über 16 Leute. Ich bin froh, dass ich im ZIMT bin, weil ich die ganze Zeit gefördert werde und weil auch so ich das Gefühl habe, dass die anderen aus dem Team an mich glauben und mich unterstützen. Und das ist voll das gute Gefühl, wenn man so ein Team hinter sich und neben sich hat. Und natürlich auch der Austausch, der internationale Austausch auch mit Artists und WissenschaftlerInnen und mit allen, mit denen wir kooperieren. Diese Vision von, dass wir über künstlerische Mittel einerseits natürlich gesellschaftliche, künstlerische Positionen und Fragen halt behandeln, aber diese halt eben auch mit den Mitteln der Zeit, die man vielleicht sonst nur aus größeren Institutionen kennt, so Kontexten, ja, wo man sich so sagt, ja, da wollen wir irgendwann mal hin. Und wir haben aber uns hier diesen Vibe entwickelt, dass wir sagen, okay, wir wollen da nicht nur hin, sondern wir versuchen so zu agieren, als wären wir schon dort. Wenn ich mit meinen Arbeiten international unterwegs bin und da mit Leuten in Kontakt komme, dann merke ich immer wieder auch, dass das ZIMT auch über die so deutschen und europäischen Grenzen hinaus mit der Arbeit bekannt ist. Aber das hier in der Venue zu sitzen, diesen Sound von allen Seiten zu haben, ist immer eine Erfahrung. Das war für mich schon immer ein Traum, quasi einen Ort zu haben, wo das öffentlich präsentiert werden kann und wo das erfahrbar ist.